Boom, Leute! Jetzt ist es also soweit, der Tag ist gekommen und ich glaube, jetzt hat es hoffentlich schon mal jeden daheim, egal wo ihr seid, auf der Couch oder egal wo, richtig weggescheppert, denn das ist er. Das ist der lang ersehnte, allererste RS7R der Welt und ich muss wirklich sagen, mich scheppert's komplett weg. Wirklich hammermäßig, was unser ganzes Team in der Firma da die letzten Wochen und Monate auf die Beine gestellt hat. Das ist ein Haufen Arbeit, das kostet sehr viel Energie, aber ich glaube, wenn man jetzt sieht, was hier als Endergebnis steht, da können wir alle mehr als stolz und happy sein. Ich finde es der absolute Oberwahnsinn und will mit euch natürlich jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, was wir hier am Auto alles verändert haben, denn ich glaube, es ist schon mal gut zu sehen, es ist eine ganze Menge, ne? Es ist wirklich eine ganze Menge. Fangen wir direkt an mit der Folierung. Ich glaube, ihr seht, dass wir hier das Design, das Konzept von One of One mit den Polygonen übernommen haben und auch hier wieder gespielt haben. Das hat uns beim letzten Mal schon sehr gut gefallen. Allerdings natürlich dezenter, ne? Das ist eine Art Daytona-Grau und nicht 1:1 der gleiche Ton. Mit schwarzen Linien. Kommt sehr nice, gibt eine schöne Dynamik, gibt der ganzen Form auch so eine gewisse Designsprache, ohne dass es too much ist. Und gleichzeitig haben wir auch die Teile von uns, die wir jetzt dann gemeinsam anschauen, alle gehighlightet mit einem sehr geilen Rot-Orange, das richtig ballert, ne? Das catcht die Augen, das werdet ihr auch gleich noch in der Felge sehen und so, das ist richtig schön geworden und das ist so unsere Farbgebung. Das finde ich schon mal mega. Ganz ehrlich, am Anfang waren wir selbst nicht sicher, wie das sein wird. Es ist immer ein bisschen schwieriger Prozess, aber jetzt, wo es fertig dasteht, können wir, glaube ich, wirklich sagen, beste Leben. Richtig geil. Was haben wir hier designtechnisch gemacht? Ich fange mal unten an. Wir haben unsere komplette Front-Carbon-Lippe angebracht. Ist natürlich ein Element, das wir immer auf den R-Modellen spielen. Sie ist aber nicht die gleiche, sie hat sich trotzdem weiterentwickelt in der Designsprache. Auch hier mit dem Aufsatz, sage ich mal, dass die Lippe irgendwie nicht so komplett leblos frei hängt, sondern auch irgendwie einen Anschluss an das bestehende Bauelement vom Auto findet. Ist sehr cool gelöst, erinnert auch ans Heck, also das ist auch wirklich eine Designsprache, die vorne und hinten gleich ist, werdet ihr gleich am Diffusor sehen. Und wir haben das Ganze einfach auch noch akzentuiert mit der Folie, dadurch kommt es sehr gut raus. RS7R-Logo natürlich drin, damit auch jeder weiß, mit was wir hier zu tun haben, nämlich mit dem Endgegner. Ja, macht sich sehr gut. Dann haben wir unterhalb der Haube die, sag ich mal, die schon vorhandenen Sport-Quattro-Auslässe, die es ja hier gibt, akzentuiert mit einem Carbonaufsatz, der, sag ich mal, so ein bisschen die Frontansicht, wenn man so drauf schaut, nochmal ein bisschen kräftiger wirken lässt. Ne? Das wirkt einfach nochmal aggressiver. Es betont auch einfach diesen sportlichen Ansatz, es umrundet das und auch dadurch, dass einfach so kleine Details mit drin sind, wie jetzt hier diese Einkerbungen, ich weiß nicht, sieht man das gut? Ja. Hier, ne, das sind einfach so ein paar sportliche kleine Elemente, die so ein Design ausmachen und auch sehr sportlich wirken lassen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Wichtig ist natürlich immer, wenn man so eine Frontlippe anbringt aus Carbon, dann muss es einfach harmonieren und muss auch irgendwo einen Abschluss finden. Ne? Sonst steht die einfach nur frei rum und schließt nicht ordentlich ab. Hier haben wir das gemacht, indem wir die ganze Front auch noch gleichzeitig verbreitert haben in der Optik. Ne? Also wir hören nicht einfach hier auf, sondern wir haben uns dafür entschieden, hier außen das Auto breiter wirken zu lassen, mit sportlichen Einlässen hier, die wir auch natürlich auch wieder mit der Folie hier betonen. Dazu hier oben noch der Flick, das kennt man auch so vom alten, dort hatten wir ja 2 davon. Jetzt haben wir das ein bisschen abgeändert, also vom alten RS6R, nehme ich jetzt mal als Referenz. Und dann, um dieses Element wiederum optisch weiterführen zu lassen, haben wir hier auch nochmal so eine Carbonstrebe in der Front mit eingebaut, die auch das Ganze hier nochmal zweiteilt und wirklich auch nochmal wie so ein richtig schönes, aggressives, sportliches Teil aussieht und auch ist. Und dadurch, dass wir jetzt auch hier wieder oben drauf die Folie angebracht haben, wirkt es echt hammermäßig und sehr schnittig. Ne? Also die ganzen Teile an der Front sorgen einfach dafür, dass das Auto nochmal ein bisschen breiter wirkt, aggressiver, sportlich mit Carbon und wie ich finde, allererste Sahne. Dann geht es direkt weiter zur Felge, Leute, und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch sich jetzt denken, ja Mann, endlich mal andere Felgen, nachdem ja einige auch immer gesagt haben, hey, jetzt haben wir die GR sehr oft gesehen. Stimmt auch, das hier ist unsere neueste Felge, die HR. Die ist jetzt hier drauf, 22 Zoll, Michelin Pilot Sport 4S bereift für perfekten Grip, und was wir hier bei der Felge gemacht haben, oder ja, was so die Idee eigentlich war, ist, dass wir auch farblich
sie ein bisschen hervorheben. Das heißt, die kommt eigentlich nicht standardmäßig so, die ist eigentlich in so einem schönen Anthrazit, aber ich wollte sie für hier einfach schwarz haben. Das heißt, wir haben die Speichen komplett schwarz lackiert und haben dann dieses geile Rot-Orange in das Innenbett der Felge mit einlackiert. Ich finde es hammermäßig. Es gibt irgendwie der Felge echt so einen Mega-Look im Gesamten. Macht es auch böse, auch beim Fahren. Es schaut hammermäßig aus. Richtig, richtig cool. Bin ich sehr froh, wie das auch rausgekommen ist und wie das mit dem Gesamtbild harmoniert. Dazu Bremssattel natürlich auch noch lackiert in der Farbe, ne, damit das einfach stimmig ist. Der war ja vorher rot. Somit haben wir hier perfektes Color Matching. Für mich fast schon eines der besten Elemente in dem Auto. Jetzt auch so mit die Felge ist echt so ein Key Piece. Und bin gespannt, wie viele dann jetzt ab sofort ihre Felgenbetten innen so lackieren werden. Ne? Ihr seht auch, das Auto ist schön tief. Hier ist ja das Sportfahrwerk drin. Das heißt, wir haben hier ein Gewindefahrwerk. Wir haben es komplett neu eingebaut, unser Abgewindefahrwerk. Das nicht nur tiefer macht, sondern natürlich auch dafür sorgt, dass das Ding noch krasser auf der Straße liegt, noch besseres Handling hat. So, dann ein Stückchen weiter. Fangen wir mal hier unten an. Auch hier führen wir sozusagen, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Also wir haben ja vorne die Verbreiterung der Fronte der Optik und du musst einfach diese Linie am Auto weiterführen. Das heißt, wir haben auch hier am Seitenschweller eine Verbreiterung, einmal hier vorne hinterm Rad direkt mit einem Carbon-Element und auch ein Stückchen weiter hinten nochmal, um einfach diese Linie, diese Designlinie mit aufzunehmen und weiterzuziehen. Darüber liegend haben wir noch einen Kotflügeleinsatz in komplett neuem Design. Sehr, sehr aggressiv, wie ich finde. Fast schon ein bisschen gewagter wie die letzten, aber passt einfach zu dem Auto geil dazu. Es scheppert ordentlich rein. Und noch dazu sieht man hier One of 125. Es gibt nämlich nur 125 Stück davon, die gebaut werden. Und daran kann man auch mal erinnert werden. Ne? Finde ich ein sehr, sehr geiles kleines Element hier auf der Carbonspange. So schaut schön aus. Dann Spiegelkappen aus Carbon. Dienen einfach auch der Optik, sag ich mal, dass der Spiegel so ein bisschen schnittiger nochmal ausschaut. Was wir auch gemacht haben, ist einfach hier diese Farbe mit reinzuziehen. Kommt sehr, sehr geil auch. Es sind manchmal auch echt die kleinen Details, die es dann ausmachen und die es dann cool machen. So, weiter hinten noch ein kleines Detail. ATWA steht hier. Wissen alle, was das heißt? Ich hoffe mal, das heißt All the Way Up. Und das ist unser Logo der neuen, noch kommenden Kollektion, Klamottenkollektion. Das wollten wir einfach gleich mal aufgreifen. Das wird eine sehr geile Kollektion. Ich sag mal so viel, diese Farbe spielt einen großen Teil davon auch und deswegen wollten wir das hier auch mit drin haben. Und deswegen sind wir eigentlich auch so ursprünglich auch in diese Farbrichtung gegangen. Ne? Also dieses Orange ist im Moment einfach mal so wirklich für mich der Burner. Der absolute Burner. Dann kommen wir auch schon zum hinteren Teil des Fahrzeugs. Hier seht ihr, haben wir auch nochmal mit ein paar Akzenten so ein bisschen die aggressive Optik vom Kotflügeleinsatz vorne nach hinten gebracht und weitergezogen, bevor wir dann zum Heck kommen. Und da muss ich sagen, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich Front oder Heck besser finde. Ich war am Anfang ziemlich sicher, dass ich Front besser finde. Mittlerweile ist Heck für mich mindestens genauso geil, wenn nicht sogar Favorit. Warum? Ihr seht ja die Spangen, die wir hier aus Carbon haben. Das ist ja die Originalspange vom Serienfahrzeug. Und was wir gemacht haben, ist den Teil ab hier komplett zu verändern. Das heißt, wir haben endlich einen Diffusor. Der Diffusor hat mir persönlich einfach wirklich gefehlt beim RS6 und beim RS7. Und von dem her für mich einfach so ein sehr, sehr wichtiges Element in der Sportlichkeit von so einem Heck. Alles akzentuiert mit der Farbe, auch hier die Diffusorfinnen, ne, analog zu vorne. Wir erinnern uns. Macht einfach das Heck aggressiver, sportlicher, dynamischer und gibt einfach auch dieses Racing. Ne? Diffusor gehört für mich einfach dazu. Ich finde es einfach mega. Abgasanlage natürlich auch, eine komplette Sportabgasanlage von uns mit Doppelrohrauspuff, mit Carbonblenden. Das ist ja auch so ein Element, das wir von unseren R-Modellen haben. Das ist auch irgendwo, sag ich mal, ein Markenzeichen. Ne? Wenn man das sieht, dann weiß man, das ist ein Abt und dementsprechend haben wir das auch hier wieder so implementiert. Müssen wir gleich eigentlich nochmal einen Soundcheck kurz machen, oder? Gleich eigentlich mal noch anmachen, auf jeden Fall, ja. Dann war es das von außen fast schon. Wir haben noch hier, ihr seht es, das ist ja so ein ausfahrbarer, also dieses Element ist ja so ein ausfahrbarer Heckspoiler, der aber sehr, sehr flach wirkt, wenn er nicht ausgefahren ist. Und deswegen haben wir dem noch einen nicht zu übertriebenen, ich würde schon sagen, immer noch dezenten Carbon-Spoiler, sage ich mal, einen kleinen Spoiler hier angebracht, der ja, erstmal natürlich auch harmoniert mit dem unteren Teil vom Auto, ne, dass man einfach da eine Weiterführung hat von der Carbon-Optik und der einfach auch diese Kante nochmal so ein bisschen hervorhebt, nochmal
nochmal kräftiger wirken lässt. Aber auch nicht too much, ne? Also hier so eine Theke draufstellen kann man machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber ja, ist jetzt nicht jedermanns Sache und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Dann würde ich sagen, war es mal von außen. Ich hoffe, bis hierhin seid ihr schon mal alle happy und feiert es und lasst ein Like da, ne? Ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir jetzt mal noch zum Interieur. Wir machen die Tür auf. Es kommt uns eine Einstiegsbeleuchtung entgegen. Wir haben hier das One-Off 125, ne? Das Element hier mit drin. Auch das einfach wieder. Das sind so kleine Sachen. Das ist einfach geil. Du machst auf, du hast direkt ein Lächeln im Gesicht. Da steht One-Off 125. Das ist einfach nice. So, bevor ich einsteige, genau. Wir haben jetzt im Innenraum nicht komplett Overkill gemacht. Es ist alles möglich, muss man dazu sagen. Ist natürlich auch immer individuell auf jeden anpassbar, der sich so ein Auto bestellt. Aber es muss ja auch irgendwo in einem Rahmen liegen, der normal ist. Das heißt, das ist unser normales RS7R Paket. Dort haben wir jetzt noch hier den Einstieg mit Carbon verziert. Ne? Hier einmal der Türeinstieg. Die Sitzblende, die ja normal in so einem, ja, ist ja mal so Plastikoptik hat, die ist jetzt veredelt mit Carbon. Schaut dir da entgegen. Da hast du doch direkt Bock einzusteigen. Das mache ich jetzt einfach mal. Oh. So, das erste, was uns jetzt hier entgegenkommt, ist natürlich das Lenkrad. Das hat eine schöne Carbon-Verzierung oben und unten bekommen. Na, um einfach auch diese Carbon-Designsprache, die ja irgendwo schon immer also unsere R-Modelle haben natürlich alle Carbon, die leben von Carbon und das ist einfach immer noch das sportlichste Element, das in einem Auto zu finden ist. Von dem her gehört das auch ans Lenkrad. Das ist einfach ein ganz geiles Detail, das man so hat. Ein Schaltknauf hier noch, auch ein Carbon. Ja, den benutzt man ja super oft, ne? Das fühlt sich echt geil an, ne? Wenn man so hinlangt, dieses Carbon, das ist schon vom Feeling her ist es auf jeden Fall nice. So, jetzt sehen wir hier auch noch ein kleines Detail. Schau das mal an. Handcrafted for Daniel Abt. Für einen Kunde, glaube ich, auch einfach eine schöne Erfahrung, wenn das dann drin steht. Das sind einfach ein paar schöne Gesten. Dann im Sitz natürlich unser RS7R-Logo, unser Abt-Logo. Das ist auch, also das hat sich nicht verändert im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Das hat sich bewährt. Das kam immer gut an. Die Leute feiern das, im Sitz zu haben. Ein paar kleine Details hier zum Beispiel, da ist nochmal so eingeprägt. Das Logo, ganz dezent, aber auch das einfach ein cooles Detail. One of 125 hier drin. Hier auch nochmal One of 125. Den Start-Stopp-Knopf von uns. Und den können wir eigentlich jetzt mal betätigen. Und das Ding mal anlassen, ne? Ja, auf jeden Fall. Schau mal, was noch unter der Haube steckt. So, ihr werdet jetzt wahrscheinlich merken, dass die Haube rot ist. Hat einfach einen Grund, das Auto war rot. Man sieht nicht mehr viel davon, aber es war mal ursprünglich rot. Wir haben jetzt nicht die Innenhaube auch noch gemacht, aber passt doch gar nicht so schlecht dazu, ehrlich gesagt. Ist okay. Aber das Detail, was wir euch zeigen wollten, ist das hier. Nämlich die Abdeckung vom Motor. From the racetrack to the road. Eine geile Abdeckung vom Motor mit Unterschrift noch von meinem Dad. Auch das bringt zwar keine Performance an sich, aber bringt einem ein Lächeln ins Gesicht. Aber noch viel wichtiger wie die Abdeckung ist natürlich, was unter der Haube dann an Power steckt. Ne? Da haben wir hier die Power Air Leistungsstufe von uns drin. Die bedeutet 740 PS und 920 Newtonmeter. Erreicht wird das Ganze natürlich durch unser Steuergerät, durch unseren Kabelbaum, durch eine Veränderung des Turboladers und durch einen optimierten Ladeluftkühler. Na, das alles in Kombination gibt die geballte Power. Und wie sich das dann von hinten anhört, können wir uns jetzt mal reinziehen. Machen wir wieder zu. Okay, gib ihm. So, also der dreht natürlich immer nur im Stand bis 3,5, ne? Das geht bei den neuen Autos nicht mehr höher im Stand. Aber ich glaube, was man erkennen kann, ist, dass das Klangbild ein bisschen bassiger und dumpfer ist. Und wir werden natürlich auch nochmal fahren und das Ding ausfahren, dann hört ihr das auch besser wie jetzt hier im Stand. Deswegen solltet ihr nicht vergessen zu abonnieren, denn es kommt natürlich noch eine ganze Menge mit diesem Fahrzeug hier auf diesem
Kanal. Ne? Klar ist auch so eine Abgasanlage, alles was wir hier in dem Auto haben, ist ja natürlich eintragbar, ist alles straßenkonform, deswegen ist es auch kein Straight Pipe, der einen jetzt da irgendwie die Ohren rausknallt, aber es hebt sich definitiv ab vom Seriensound und macht was her. Also, Leute, zusammenfassend, geil, geil und geil, oder? Das glaube ich fasst doch ganz gut zusammen. Ich liebe dieses Auto, ich finde es der Oberhammer. Die Haube richtig zu? Ne, warte mal schnell. So, ich finde es einfach nur mega und kann euch an der Stelle auch sagen, dass ja jetzt mit diesem Auto es auch noch nicht das Ende ist von den crazy Fahrzeugen, von den Mega-Fahrzeugen, die jetzt kommen. Denn am Sonntag kommt auch noch was Schönes auf euch zu. Deswegen soll es das von hier gewesen sein. Ich hoffe, ihr feiert das Auto, ich hoffe, ihr liebt es. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder mit...